Hallo Freunde, ich hoffe euch geht es gut. Heute werde ich versuchen, Ihnen eine einstündige Kauf- und Verkaufsstrategie zu zeigen. Wie ich immer sage, nichts in dem Trainingsvideo, das ich erzähle, ist eine Anlageberatung. Eröffnen Sie keine Trades, indem Sie diesen folgen. Sie können große Verluste erleiden. Das Video dient ausschließlich Bildungszwecken. Tun nicht genau das, was ich rede. Machen Sie selbst etwas an der Strategie und bewerten Sie die Strategie aus verschiedenen Blickwinkeln, denn nur so können Sie sich verbessern. Nun Freunde, heute zeige ich euch in einer Stunde einen Trade. Und hier bin ich. Ich werde versuchen zu erklären, worauf wir achten sollten und was wir tun sollten. Zunächst können Sie den Indikator im Abschnitt Indikatoren anzeigen. Ich habe den Namen kopiert, weil er zu lang war. Den Namen des Indikators habe ich bereits aus dem Signalprofil oben erhalten. Dies erscheint in der kopierten Version der Indikatoren. Lass es mich dir zeigen. Nachdem Sie dies eingegeben haben, stoppen Sie das Video hier. Vollständiger Name des Indikators. Nachdem Sie dies eingegeben haben, klicken Sie einmal auf diese Anzeige. Ein weiterer Indikator, den wir zur Bestätigung dieses Indikators verwenden werden, ist die Stochastik. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Informationen über den Indikator geben. Freunde, wie Sie sehen können, ist die Anzeige auf dem Bildschirm. Seine Periode beträgt eine Stunde. Die Art der Kerze ist eine normale Kerze. Ich ändere nichts. Eine Stunde, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wie Sie sehen können, gibt es zwei Bedingungen. Es gibt zwei Farben in Grün und Senfgelb. Die grüne Farbe bedeutet jetzt, dass der Preis steigen wird. Wir werden Ihre Eingabeeinstellung nicht ändern. Der Indikator des PP-Signals ist ein Trendindikator. Es funktioniert mit der Logik des gleitenden Durchschnitts kleiner Quadrate. Es folgt auch der Trendstärke. So hat ein Freund diesen Indikator erklärt. Ich interpretiere das für dich. Wir werden auch den stochastischen Indikator verwenden. Wie ich immer sage, verwenden Sie keinen einzigen Indikator, um das Signal zu bestätigen, da wir aufgrund des Mangels an Wissen Geld verlieren können. Es gibt keine Garantie, dass es 100% funktioniert. Wir können verlieren, wir können aufhören. Eröffnen Sie daher niemals einen Trade, ohne einen Stop-Loss zu setzen. Ich ändere seine Einstellungen nicht. Da unser Zeitraum eine Stunde beträgt, müssen wir die stochastischen Einstellungen entsprechend einem Zeitraum von einer Stunde anpassen. Ich ändere die Eingabeeinstellungen dafür. Ich setze die Einstellungen als 533 für 15 Minuten und 5 Minuten Diagramme. Ich setze die Einstellungen als 1533 für einen Zeitraum von einer Stunde. Freunde, wie Sie sehen können, werden die stochastischen Einstellungen angepasst, nachdem Sie auf OK geklickt haben. Was also tun, worauf achten? Schließlich ist es ein Trendindikator. Freunde, wie Sie sehen können, ist der Indikator auch bidirektional. Sie können es verwenden, aber es gibt auch Details, auf die Sie achten müssen. Der Begründer dieser Trendlinie, die Sie hier sehen, nannte sie zum Beispiel UO. Er sagt, dass es ein Kaufsignal ist, wenn diese Linie grün wird. Wenn diese Linie von grün nach Senfgelb wechselt, ist dies ein Verkaufssignal. Es ist in Ordnung, wenn wir es uns jetzt ansehen. Sie können die beiden jedoch tatsächlich miteinander vergleichen, indem Sie sie mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden. Wie funktioniert es? Wie Sie hier sehen können, gibt es ein SMA, was den einfachen gleitenden Durchschnitt nach UU bedeutet. Das heißt, wir können vorhersehen, dass der Preis steigen wird, wenn der Preis über den einfachen gleitenden Durchschnitt springt. Aber wie gesagt, wenn Sie keine technischen Kenntnisse haben, bleiben Sie davon fern, Sie können große Verluste erleiden. Wenn Sie nicht wissen, wie man es verwendet, obwohl es sich gleichzeitig mit Stochastik überschneidet, bleiben Sie weg. Freunde, ich bevorzuge Transaktionen in der Nähe von Garantie statt Garantie. Beispielsweise sagt der Gründer des Indikators, dass er grün sein sollte. Es erzeugt darüber ein Kaufsignal. Warten Sie auf die Zeit, wenn es grün wird und die Bewegung über den einfachen gleitenden Durchschnitt geht. Hier ist ein Beispiel. Hier gibt es ein sehr gutes Beispiel, jetzt, wenn wir es in der Preisklasse hier bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir die Transaktion hier eingegeben haben,
hat es eine durchschnittliche Steigerung von etwa 1% gezeigt. Jetzt ist hier, was ich möchte, dass Sie sehen. Freunde, es schnitt gleichzeitig die Stochastik. Jetzt schneidet die Stochastik eine Kerze später etwas bequemer. Das kannst du hier verwenden. Jetzt ist hier, wie der Gründer sagte, die Rückseite ist nicht grün geworden, also können wir es als Fälschung betrachten. So wie der Preis darauf schlägt, wird es grün, aber es ändert sich hier nicht. Wir erfüllen die Bedingung hier nicht. Ist es nach der Logik dieses Indikators immer noch dasselbe? Wenn wir es uns jetzt ansehen, kam hier eine Kerze im Pumpstil. Es hatte einen Anstieg von 4,5%, wurde aber immer noch nicht grün. Es drehte sich nicht hier, es drehte sich hier. Ist es rot? Nehmen wir an, es ist hier grün. Wir warten auf das Ende dieser Kerze. Denken Sie daran, dass wir immer mit diesen Schließungen handeln. Freunde, hier wird es grün. Aber es gibt keinen Kerzenschluss. Wir nehmen an, dass wir hier drin sind. Wenn wir hier handeln, machen wir einen Gewinn von fast 1%. Wir erzielen sogar eine Gewinnquote von mehr als 1%. Ich schaue hier vorbei. Zum Beispiel geht die Stochastik nach oben und schneidet sich hier. Unsere Einkaufsbedingungen sind jetzt gebildet. Wenn wir also den Gewinn hier überprüfen, beträgt er 1,3%. Wo können wir aufhören? Wir haben eine 2%ige Wahrscheinlichkeit. Unsere stochastische Region liegt in diesem Moment in der 80R-Region. Schau dort drüben. Es zeigt, in welchen Regionen es sich befindet. Es zeigt 81,47. Stochastik ist eigentlich die Verkaufszone. Solange die Stochastik über 40 und unter 80 liegt, gibt es kein Problem. Wenn die Stochastik über 80 steigt, sagt uns das, dass der Preis überhöht ist. Wir können hier entscheiden, gemäß der Stochastik zu verkaufen, sowie wenn der gleitende Durchschnitt den Preis erreicht. Wir können den Verkauf jetzt machen. Gehen wir etwas weiter zurück. Zum Beispiel hat es hier eine Kaufbedingung geschaffen. Der Preis geht hier rüber. Danach macht es fast einen Punkt 71% Gewinn. Lass sie uns zählen. Zum Beispiel haben wir sie von hier bekommen. Wir haben sie am Ende verkauft. Es macht 0,50%, aber ich empfehle es überhaupt nicht. Weil diese darauf warten, dass der Trend zurückkehrt. Der gleitende Durchschnitt kann Ihnen manchmal einen sehr guten Platz bieten, um gewinnbringend zu kaufen, aber wenn der Preis zurückkehrt, kommt es zu einem Verkaufssignal. Sie können den Gewinn in Ihrer Hand bis dahin verlieren. Daher ist normalerweise die Kerze der nächsten Stunde ideal. Es machte also einen Gewinn von 0,80. Es ist sinnvoller, den Gewinn zu haben und Ihr Kapital zu verlassen oder abzuheben. Und mit einem Gewinn weiterzumachen. Sie können die Maßnahmen dahinter selbst ergreifen, aber Ihre Priorität sollte darin bestehen, den Gewinn abzuheben. Die Logik, einen Stop-Loss zu setzen und Gewinne abzuheben, muss vorhanden sein. Andernfalls könnten Sie Ihr Hauptgeld verlieren, während Sie auf den Gewinn warten. Wenn wir es uns noch einmal ansehen, profitiert es auf sehr schöne Weise von den Reaktionen hier. Wenn wir dahinter schauen, schneidet sich die Stochastik wieder. Es gibt sehr gute Gewinne. Ich habe Ihnen gerade das Risiko hier gesagt. Zum Beispiel wird es hier grün, aber der Teil hier ist senfgelb. Es erzeugt immer noch kein Kaufsignal. Aber zu dem Zeitpunkt schafft unsere Stochastik eine Kaufbedingung. Gerade jetzt schafft es eine stochastische Kaufbedingung. Sie wissen, wenn wir ein Risiko eingehen und Sie über ein wenig technisches Wissen verfügen, können wir tatsächlich an den unteren Kreuzungen in den Prozess einsteigen. Lassen Sie uns dies vor Ihren Augen zum Leben erwecken. Natürlich müssen wir immer aufpassen, zum Beispiel hat es hier einen sehr guten Trendstart gegeben. Es hat von hier aus einen hervorragenden Gewinn erzielt, wie Sie sehen können, dass es gebildet wird. Diesmal schneidet es sich genau und die PP-Signalanzeige geht auch über den Oszillator. Es startete einen massiven Scalping-Trend. Wir können hineingehen und dann wieder aussteigen und den Gewinn in einer Stunde Kerze mitnehmen. Freunde, wichtig ist hier eure Risikoanalyse. Sie müssen also gut wissen, was Sie womit bestätigen müssen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Freunde, wie gesagt, nichts, was ich hier erzähle, ist Anlageberatung. Sieh sie als reine Bildung an. Ich
Verwende hier Stochastik. Sie können etwas anderes verwenden oder andere Eingabeanstellungen eingeben. Sie können es selbst ändern. Vielleicht möchten Sie 1533 anders stylen. Halte dich einfach an die Regeln. Ohne Geduld und Willen kannst du diesen Job nicht machen. Dein Wille muss absolut sein. Danke, dass du mir zuhörst. Wir sehen uns im nächsten Schulungsvideo. Tschüss und viel Glück.